Was tun, wenn bei einer Podiumsdiskussion etwas schief läuft und ein Gast ganz kurzfristig nicht kommt? Was du dann tun kannst, zeige ich dir im Video. Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Auftrittsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg. Gestern habe ich eine große Podiumsdiskussion für einen Industrieverband moderiert und da ist Folgendes passiert. Einen Tag vor der Veranstaltung ruft mich die Veranstalterin total aufgeregt an. Du Nicole, hör mal, da hat jetzt ganz kurzfristig gerade ein Gast abgesagt, weil er erkrankt ist. Was machen wir denn jetzt? Sie war also sehr aufgewühlt und wusste nicht, wie sie ihre Podiumsdiskussion jetzt noch zum Erfolg bringen konnte, wie man das jetzt lösen konnte, wo doch ein Gast plötzlich nicht erscheint. Sie kann natürlich innerhalb eines Tages wie verrückt nach einem Ersatz suchen. Die Chancen, dass das passiert, dass sie da einen adäquaten Ersatz findet, sind aus meiner Sicht relativ gering. Und dann ist eben auch immer die Frage, was bringt so eine zweite Besetzung? Sie kann natürlich gucken, dass sie die Podiumsdiskussion mit einem Gast weniger macht. Das ist auch eine Möglichkeit, dass sie eben statt, wenn sie 5 Teilnehmer hat, nur 4 Teilnehmende hat. Das ist auch in Ordnung, das kann man machen. Es fehlt dann aber ein wichtiger Aspekt dieser Podiumsdiskussion. Und das Problem ist, was machst du, wenn du eine Podiumsdiskussion mit nur 3 Teilnehmenden hast und einer davon fällt weg? Dann hast du nämlich gar keine Podiumsdiskussion mehr, dann hast du ein Doppelinterview. Das heißt, da wird es dann schon schwierig, ne, wenn die Gruppe klein ist, wenn eine Person wegfällt. Und eine dritte Möglichkeit, sie könnte das Podium komplett absagen, also sorry, wegen Personalmangels geschlossen. Aber ich finde, das ist auch keine gute Lösung, wenn sie vorher ein Panel im Programm angekündigt hat. Und deswegen habe ich ihr einen Vorschlag gemacht, der nicht nur ihr Problem löst, sondern gleichzeitig ihre Podiumsdiskussion noch interessanter, noch interaktiver macht. Und ich möchte dir diese Methode jetzt hier einmal vorstellen. Vielleicht bist du ja auch einmal in solcher Situation. Und ich finde, einen Tag vorher absagen, das geht noch, da kann man sich ja was überlegen. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass eine Stunde vorher jemand abgesagt hat, weil der Zug nicht angekommen ist, weil der Flieger Verspätung hat. Was machst du denn dann, wenn die Person nicht da ist? Musst du halt ganz kurzfristig reagieren. Und mit dieser Methode hast du die Kuh vom Eis, da kommst du gut durch das Panel und es ist ein Gewinn für deine Zuschauer. Was also habe ich ihr empfohlen und was habe ich gestern erfolgreich umgesetzt? Ich habe meiner Veranstalterin gesagt, kein Problem, lass einfach diesen Stuhl in der Podiumsdiskussion frei. Natürlich müssen wir kommunizieren, dass der Gast nicht kommt, weil er erkrankt ist. Weil wenn er angekündigt ist, muss man es irgendwie kommunizieren. Wenn er nicht angekündigt ist, müsste man das nicht tun. So, wir lassen also diesen einen Stuhl in der Podiumsdiskussion frei. Und was machen wir? Was habe ich gemacht? Ich habe bei der Begrüßungsmoderation bzw. bei der Anmoderation dieser Podiumsdiskussion, wo ich die Gäste begrüße, habe ich also zunächst einmal meine Gäste aufs Podium gebeten, sie vorgestellt und begrüßt, so wie man das üblicherweise macht bei einem Podium, und habe dann am Ende diesen Stuhl freigelassen. Ich hatte den auch ganz außen, also dass der also so ein bisschen versetzt stand. Und dann habe ich meine Gäste eingeladen, also die Gäste im Publikum, auf diesem Stuhl Platz zu nehmen und mitzudiskutieren. Das ist so ein bisschen eine Anleihe zum Fishbowl. Aber Achtung, das ist keine Fishbowl-Diskussion. Ja? Also du lässt diesen Stuhl frei, damit er immer wieder aus dem Publikum besetzt werden kann. Und diese Menschen, die dann irgendwie das Gefühl haben, ich möchte gerne mitdiskutieren, ich möchte meine Meinung sagen, ich möchte widersprechen, ich möchte auch mal eine Frage hier in die Runde stellen, die dürfen dann auf diesem Stuhl Platz nehmen. Das hat gestern ganz wunderbar funktioniert. Es haben sich Gäste an unserer Diskussion beteiligt und haben auch nochmal ihre Sicht eingebracht. Denn was du machst mit dieser Methode ist, dass du die Sicht der Zielgruppe nochmal explizit aufs Podium holst. Weil du diskutierst ja in deinem Panel
immer für dein Publikum. Du stellst Fragen als Moderatorin stellvertretend für dein Publikum. Und wenn du dann jemanden aus der Zielgruppe so explizit da hast, der oder die von ihren Erfahrungen spricht, der oder die sich da mit ihrer Meinung einbringt, das ist ein totaler Gewinn für eine Veranstaltung und für ein Panel. Und du hast auf der anderen Seite auch nochmal eine hohe Interaktion mit dem Publikum. Das Publikum hat das Gefühl, wir sind hier wirklich gefragt, wir dürfen hier mitmachen, wir können uns hier beteiligen. Das ist übrigens etwas, das muss jede Veranstaltung heute bieten. Also unabhängig, ob es jetzt zu einer Situation wie solcher kommt oder eben, dass vorher alles geplant läuft und alles so wie abgesprochen ist. Eine Sache musst du allerdings beachten bei dieser Methode. Die muss sehr, sehr gut moderiert werden, sonst funktioniert das nicht. Weil stell dir vor, die Leute sitzen im Publikum, da ist ein Stuhl frei, die wissen zunächst erstmal nicht, was machen wir denn hier? Und es ist schon auch so eine kleine Hürde, aufzustehen, nach vorne zu gehen, sichtbar zu sein für alle anderen und da eben mitzudiskutieren. Damit das funktioniert, musst du aber sehr, sehr sauber moderieren. Das heißt also sehr klar ansagen, was dieser Stuhl soll, sehr einladend, sehr herzlich sein und sehr, sehr gut in deiner Gastgeberrolle. Wenn du dazu mehr wissen willst, wie das geht, wie du so eine Methode moderierst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, mal unser Seminarprogramm anzuschauen. Wir haben ein ganz tolles Seminar, Podiumsdiskussionen und Interviews moderieren. Klick dich da gerne mal rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einmal hier an der Moderatorenschule Baden-Württemberg mit dabei bist. Also, diese Methode ist ganz wunderbar, um mehr Interaktion zu kriegen. Der freie Stuhl in der Podiumsdiskussion. Du kriegst mehr Inhalt, du kriegst mehr Sichtweisen und du löst ein Problem. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren.